Das ist mein 1990er MX-5. Gerade frisch entrostet und lackiert geht es jetzt unter der Haube weiter. Häufiges Problem bei den alten MX-5 oder generell bei alten Autos sind Dichtungen. In diesem Fall geht es um die Ventildeckeldichtung und den Dichtring des Drehwinkelgebers. Diese werden wir in diesem Video tauschen. Bevor wir anfangen, besorgen wir uns erst einmal alle Teile, die wir benötigen. Zunächst brauchen wir natürlich unsere Ventildeckeldichtung. In unserem Falle kommt diese aus dem Hause IL Motorsport und ist für unter 15 € erhältlich. Den Dichtring des Drehwinkelgebers besorgt man sich am besten direkt beim Mazda-Händler. Da durch die defekte Dichtung an allen möglichen Stellen Öl austritt, werden wahrscheinlich auch die Zündkerzen darin schwimmen. Also tauschen wir diese einfach mal mit. Die Artikelnummern der Teile bzw. Links dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Der Preis für alle Teile liegt bei etwa 30 bis 35 €. Zum Einbau brauchen wir folgendes Werkzeug: einen Knarrenkasten, aus dem wir eine Knarre mit 10er und 12er Nuss brauchen, außerdem eine Verlängerung dafür, einen Schraubendreher, eine Spitz- und Wasserpumpenzange, Maul- und Ringschlüssel in den Schlüsselweiten 10 und 12, einen Drehmomentschlüssel, 2 Dosen Bremsenreiniger und einen Zündkerzenschlüssel mit der Schlüsselweite 16. Im Verlauf dieses Videos werden wir den Ventildeckel noch schleifen und polieren. Falls ihr das auch tun wollt, um dem Deckel damit eine besondere Optik zu verpassen, braucht ihr zu den anderen Sachen noch folgendes Werkzeug: einen Akkuschrauber mit Drahtbürstenaufsatz, eine einfache Drahtbürste für die schwieriger zu erreichenden Stellen, Schleifpapier in verschiedenen Stärken, außerdem noch eine Dose Neverdal Polierwolle für das Finish. Im Hintergrund habt ihr gesehen, dass ich bereits die Zündkabel entfernt habe. Jetzt machen wir weiter mit anderen Anbauteilen des Deckels. Zunächst lösen wir mit einer Zange die Schlauchschellen, mit der die beiden sichtbaren Schläuche vorne rechts und in der Mitte links am Ventildeckel befestigt sind. Man merkt schnell, wie fest die Biester sitzen können, wenn sie jahrelang oder noch nie gelöst worden sind. Nun können wir damit anfangen, die Verschraubung vom Deckel zu lösen. Wir beginnen vorne mit den beiden 10er Schrauben, die den Schlauch halten, den wir eben abgenommen haben, und arbeiten uns nach hinten durch. Dasselbe machen wir mit den verbliebenen 13 Schrauben, von denen nur die hinteren beiden 12er Schrauben sind. Mit diesen letzten Schrauben wird auch gleichzeitig die Zündspule gehalten, also nicht wundern, dass euch die entgegenkommt. Insgesamt müsstet ihr also 15 Schrauben lösen, damit ihr den Deckel abnehmen könnt. Wenn ihr den Deckel nun abnehmt, werdet ihr sehen, wie schlimm es um eure Dichtung steht. Hängt sie wie hier noch in einem Stück im Deckel, scheint sie zwar intakt, ist durch ihr Alter und die Belastung aber einfach schon porös und hält nicht mehr richtig dicht. Beim Herausziehen der Dichtung wird man schnell merken, dass sie dabei auseinanderfällt. Hier sehen wir, wo sich das Öl schon überall verteilt hat. Normalerweise müssen die Auflageflächen der Dichtung natürlich trocken sein und nicht wie hier vollkommen verölt. Als nächstes haben wir die Zündkerzen entfernt, da sich dort ebenfalls schon Öl gesammelt hat. Hierfür nutzen wir wieder unsere Knarre, dieses Mal mit Verlängerung und dem 16er Zündkerzenschlüsselaufsatz. Dass das nicht immer sofort funktioniert, damit sollte man wahrscheinlich rechnen. Und schon? Wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Wenn man die Kerzen dann aber endlich rausgefischt hat, wird man den Unterschied zu neuen Kerzen sicherlich schnell erkennen. Diese hier waren echt schon fertig. Abgesehen von dem ganzen Öl befinden sich auf der Auflagefläche der Dichtung auch noch Reste der alten Dichtung. Genauso sieht es auf der anderen Seite, also im Deckel aus. Beides sollte gereinigt werden, doch dazu kommen wir erst gleich. Bevor wir mit dem Reinigen beginnen, wechseln wir jetzt erstmal den Dichtring vom Drehwinkelgeber. Als erstes machen wir dazu ein paar Markierungen über Gehäuse und Halter des Drehwinkelgebers, damit wir das Teil wieder im richtigen Winkel an die Nockenwelle schrauben können. Um an den Dichtring zu kommen, müssen wir jetzt die beiden 12er Schrauben vom Halter lösen. Das haben wir hier schon einmal vorbereitet. Nehmen wir die Halterung ab, sehen wir schon den Dichtring. Jetzt kriegen wir das Teil natürlich nicht einfach sofort raus. Hier unten, also da unten drin, da ist noch eine Schraube. Das seht ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht, aber das ist egal, die hole ich mal raus. Die sieht so aus und ist in unserem Fall schon ziemlich fertig gewesen. Da kann man gut und gerne mal ein paar Stunden dran sitzen und das ist auch der Grund, warum es hier auf einmal dunkel ist. Ist auch egal. Jedenfalls können wir den Kumpel da jetzt einfach nach hinten rausziehen, hochheben und hinterm Motorblock wegziehen. So, jetzt haben wir den Kollegen. Bei dem Ring sieht man zu, dass man den irgendwo aufknacken kann.
Anders kommt man nicht runter und dann nehmen wir den einfach hinter. Dann schnappen wir uns den neuen Ring. Ja, schön geschmeidig ist noch. Nicht alttrocken und porös. Und den legen wir oben auf diese angeflachte Kante und ziehen den einfach da drüber. So. Drauf ist der Dichtring. Den Drehwinkelgeber setzen wir jetzt wieder ein und fixieren ihn locker mit der hinteren Schraube, sodass er schon mal in seiner vorgesehenen Position bleibt. Den Halter setzen wir jetzt aber noch nicht auf, denn erstmal heißt es putzen. Dazu gehört die Auflagefläche der Dichtung und auch der Halter selber sollte wieder blitzblank sein. Wir nehmen dazu den Bremsenreiniger. Dieser löst Öl, Schmutz und Reste der Dichtung rückstandslos und fettfrei ab. Für hartnäckige Stellen empfiehlt sich ein Plastikrakel, um den Dreck zu lösen, das Aluminium aber nicht zu beschädigen. Auch der Deckel muss gesäubert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass gerade die Einbuchtung für die Dichtung richtig sauber ist. Sonst hat man zwar eine super neue Dichtung, allerdings wird es direkt wieder anfangen zu siffen, da sie nicht dicht schließen kann. Als Hilfsmittel hierfür können eine Nagelbürste oder eine alte Zahnbürste verwendet werden. Wenn man fertig ist, sollte das Ganze etwa so aussehen. Alles sauber, ohne Rückstände. Jetzt geht es so langsam wieder in den Zusammenbau. Den Halter vom Drehwinkelgeber können wir wieder aufsetzen und locker einschrauben. Jetzt brauchen wir auch wieder unsere Markierung. Damit bringen wir das Bauteil in seine ursprüngliche Position. Wenn die Markierungen übereinstimmen, können wir die Schrauben anziehen. Anschließend können wir die neuen Zündkerzen einsetzen. Wenn man den Deckel nicht weiter bearbeiten will, kann man ihn jetzt mit der neuen Dichtung wieder aufsetzen. Falls ihr ihn ebenfalls blank polieren wollt, einfach weiterschauen. Jetzt geht es an die Bearbeitung des Deckels. Mit dem Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber schleifen wir den ganzen Deckel erst ab. Danach fangen wir an, auch die schwierigen Stellen mit der Drahtbürste bzw. dem Drahtbürstenaufsatz abzuschleifen. Anschließend wird der Deckel mit verschiedenen Schleifpapierstärken nass geschliffen. Wundert euch nicht, das dauert ganz schön lange. Dabei sollte man immer in dieselbe Richtung schleifen. Für den Feinschliff nehmen wir Neverdal Polierwatte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt setzen wir die Dichtung ein. Dabei achten wir darauf, dass wir nichts einklemmen oder verdrehen. Das sollte dann so aussehen. Nun können wir alles wieder zusammensetzen. Zu beachten ist hierbei, dass die Ventildeckelschrauben mit einem Drehmoment von 8 bis 10 Newtonmetern angezogen werden. Deswegen braucht ihr auch den Drehmomentschlüssel. Darauf achten, dass man alle Schlauchschellen wieder montiert, die Zündkabel wieder in der richtigen Reihenfolge ansteckt und außerdem natürlich keine Schrauben vergisst.
Und das ist das Endergebnis nach einer Motorwäsche und der Umrüstung auf Jackson Racing Zündkabel. Mehr Videos von uns findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auf jinbaitai.de.